Und wie helfen diese digitalen und ja, technologischen Innovationen konkret dabei, ressourcenschonender, effizienter und am Ende halt nachhaltiger auch zu arbeiten? Also die Begriffe gehören eigentlich zusammen. Weil am Ende Präzisionslandwirtschaft, da geht es genau darum. Es geht genau um die Ressourcen einzusparen. Das bedeutet, früher sind wir hingegangen, haben gesagt, es gibt eine Fläche, was brauchen wir? Da kommt Saatgut rein, wir spritzen auf der Fläche und das wurde alles auf der gesamten Fläche gemacht. Dann ging es in die Teilflächen rein, zu sagen, okay, wie kriegen wir es eigentlich hin, bei immer breiter werdenden Maschinen diese Überlappungen beispielsweise zu haben. Man muss sich vorstellen, die Kanten sind ja nicht immer in so einem 90-Grad-Winkel, sondern man hat leichte Verschiebungen. Bedeutet, dann würde man ja zum Beispiel das Korn, das Saatgut doppelt ablegen oder die Pflanze doppelt spritzen oder doppelt düngen. So, und das ist schon deutlich effizienter geworden, indem die GPS-Punkte genutzt worden sind. Das heißt, wir fahren heute mit dem CEMIS beispielsweise, fahren wir komplett parallel auf dem Acker. Das bedeutet, die Pflanzen liegen immer im gleichen Abstand. Wir können auf 1,5 Zentimeter genau mit den Wiesenmaschinen, die wir haben, entsprechend auf dem Acker fahren, sodass die Pflanze genug Platz zum Wachsen hat und wir nichts doppelt legen. Das spart natürlich am Ende wieder Ressourcen, das spart Input. Es geht darüber hinaus natürlich noch mal weiter. Wir können auf Basis der Daten noch genauer und noch gezielter arbeiten. Zum Beispiel im Class Connect können wir Applikationskarten erstellen. Bedeutet, wir nutzen Daten von Satelliten beispielsweise, wir nutzen Daten von Drohnen, um sozusagen zu erkennen im Frühjahr, wie entwickelt sich der Bestand. Da legen wir dann die nächste Karte drüber. Das sind dann die Ertragsdaten vom letzten Jahr. Wie hat sich also der Bestand letztes Jahr auf dieser Fläche entwickelt? Da legen wir die nächste Karte drüber. Das sind dann beispielsweise Bodenkarten. Hier wissen wir dann, wie ist die Bodenbeschaffenheit und Karten, die dann nochmal die Höhenlagen beispielsweise haben. So, all diese Daten übereinander gelegt, führt dann dazu, dass wir dem Landwirt helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen, an welchen Stellen sollte er düngen. Also ein Beispiel wäre, wenn wir nur eine Karte nehmen, also zum Beispiel nur eine Satellitenkarte, würden wir ja einen schwachen Bestand sehen und würden denken, jawohl, da hauen wir ordentlich Dünger drauf. Macht aber gar keinen Sinn, weil das eine Kuppel ist. Und auf der Kuppel ist Wasser das Problem. Also bei den Applikationskarten lernen wir, auf der Kuppel reduziere den Auswurf des Düngers. Und diese Karten geben wir an die Maschine weiter. In Kooperation mit den Anbauherstellern können wir dann im Grunde genommen die Maschinen so steuern, dass genau an dieser Stelle, wo wir sagen, es macht gar keinen Sinn, jetzt mehr zu düngen, dann auch weniger Dünger rauskommt.